Für den Kuchen braucht ihr 3 mittelgroße Eier, 150 Gramm Zucker, ein Paket Vanillezucker, 150 Milliliter Irish Cream Likör, 150 Milliliter neutrales Pflanzenöl, 200 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver und für die Deko 150 Gramm Kuvertüre in Dunkel, ein paar Kaffeebohnen aus Schokolade, etwas helle Kuvertüre und anschließend für das Frosting, also für das Topping, 100 Gramm Frischkäse, 100 Gramm Puderzucker, 100 Gramm weiche Butter und 5 bis 6 Esslöffel Irish Cream Likör. Heute gibt es Irish Cream Likörkuchen. Das ist dieser, ich glaube, Kaffee, also Wodka und Kaffee, glaube ich, weiß das gar nicht genau. Ich glaube, in Deutschland ist der bekannteste der Baileys. Es gibt aber auch den Marys und es gibt sogar Kerrygold. Also Kerrygold kenne ich nur von Butter, aber Kerrygold stellt auch so ein Irish Cream Likör her. Aber den findet ihr auch in jedem Supermarkt, in jedem Discounter. Nehmt einfach den, der für euch am besten ist, der euch am besten schmeckt. Ich habe jetzt wirklich überhaupt keine Erfahrung mit Alkohol. Ich trinke gar keinen Alkohol. Ich gehe immer nur auf Empfehlung, die mir dann sagen, nimm den, der schmeckt gut dafür. Habe ich gemacht und jetzt fangen wir mal an, diesen Kuchen zu backen. Der ist nämlich echt lecker. Obwohl ich keinen Alkohol trinke, aber der ist lecker. Ich verwende den Akku-Mixer von KitchenAid. Ich nenne diese Marke jetzt einfach mal, weil mich immer wieder ganz viele fragen und ich beantworte immer die gleichen Kommentare, wie sie denn heißt. Das ist die KitchenAid. Wir werden auch ein Video darüber machen. Es gibt dann noch 2 weitere akkubetriebene Geräte, die habe ich auch. Einmal ein Stabmixer und ein Standmixer. Ich bin unterwegs von beiden begeistert. Ich arbeite auch hier sehr gerne damit. Werden wir auch auf jeden Fall ein Video darüber machen. Da habe ich so viele Anfragen gekriegt. Es ist in der Mache und ja, wir zeigen es euch. Aber jetzt geht es erstmal um den Irish Cream Likörkuchen. Und da fangen wir jetzt einfach mal an, die Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker etwas cremig zu rühren. Wenn ihr das alles etwas cremig aufgeschlagen habt, dann kippt ihr den Irish Cream Likör dazu und schlagt alles nochmal zusammen gut auf. Fügt das Öl dazu. Ich mache das immer schlückchenweise und rühre das immer halt schlückchenweise unter, damit es immer wieder neu schaumig wird. Mehl und Backpulver mischen und dann auch dazugeben. Hierbei dann nicht mehr so doll rühren, weil die Stärke aus dem Mehl sonst euren Kuchen ein wenig ruiniert. Das restliche Mehl vom Rand oder auch vom Boden, was vielleicht der Mixer nicht so mitbekommen hat, das rührt ihr einfach mal mit einem Teigschaber oder ähnliches unter. Und jetzt geht das Ganze in die Backform. Dann füllen wir den Teig jetzt einmal in die Omnia-Form. Ich benutze immer die Silikonform, weil der Kuchen da einfach besser drin gelingt. Die Backform ist einfach viel zu heiß für Kuchen. Und anschließend bekommt man den Kuchen natürlich auch viel besser aus der Silikonform raus. Habe ich aber ganz ausführlich, mega ausführlich erklärt in unserem Video zu den Silikonformen, weil die gibt es ja in 3 verschiedenen Farben. Und was das auf sich hat, erfahrt ihr alles in diesem Video. Verlinken wir euch, damit es einfacher wird. Schaut mal rein. Jetzt geht erstmal der Kuchen in die Silikonform.
Da ich mal wieder gekleckert habe, muss ich auch wieder putzen. Also wenn euch sowas passiert, dann macht den Rand, bei mir ist jetzt auch so ein Klecks auf den Rand gekommen, macht das am besten sofort sauber, weil jetzt kriegt das noch schön ab und nachher brennt sich dieser Kram ein. Ist was Optisches, sage ich immer wieder, es ist nichts Schlimmes, aber muss doch nicht sein, oder? Okay, jetzt geht das Ganze, der ganze Kuchen einmal auf die Gasflamme. So. 35 bis 40 Minuten lassen wir den jetzt auf ganz kleiner Flamme backen. Und ich gucke immer nach 35 Minuten das erste Mal rein. Da braucht ihr auch keine Angst haben. Guckt einfach mal ganz kurz unter dem, also jetzt kann ich es ja noch zeigen. Jetzt guckt ihr mal ganz kurz drunter. Und wenn ihr dann seht, dass der Teig oben noch glänzt und so ein bisschen flüssig wirkt, dann lasst den Deckel drauf, macht noch mal 5 Minuten an und danach könnt ihr mit Sicherheit eine Stichprobe machen. Weil ganz oft ist Kuchen nach 35 oder 40 Minuten schon fertig. Kommt natürlich immer auf den Kocher an, den ihr verwendet. Ich kenne mich mit meinem Kocher sehr gut aus und kann von daher sagen, ich denke mal, länger als 40 Minuten wird ihr nicht brauchen. Aber die genaue Zeit sage ich euch, wenn wir gleich fertig gebacken haben. So, ich habe mir mal überlegt, wir machen mal was anderes auf dem Kuchen, weil ich mache immer Puderzucker drauf, weil es schnell gehen soll oder auch, weil wir es halt so einfach gerne mögen. Und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, die Schokolade drüber zu machen. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir auf diesem Kuchen einfach mal ein sogenanntes Frosting. Frosting kennt man aus den Cupcakes. Da ist immer so eine Creme oben drauf. Und da habe ich mir gedacht, da passt auch mit Sicherheit ganz, ganz cool eine Frischkäse, Butter, Irish Cream Likör Frosty Sache drauf. Okay, so irgendwie. Aber das machen wir jetzt einfach mal. Ist natürlich eine freiwillige Sache, das muss man ja nicht machen. Aber es ist mit Sicherheit eine ganz leckere Sache. Und das bereiten wir jetzt mal vor, weil das muss gleich noch ein paar Minuten in den Kühlschrank und dann nochmal festziehen. Von daher starten wir mal. Die Butter erstmal ein bisschen cremig rühren, ein bisschen aufschlagen. Am besten nehmt ihr auch weiche Butter und das mit dem Puderzucker und dem Irish Cream gleich weiter schön aufschlagen, bis ihr dann nachher zum Schluss den Frischkäse dazu gibt. Jetzt kommt der Frischkäse noch dazu und dann wird es noch mal kurz aufgeschlagen. Und damit das Ganze jetzt gleich noch an Festigkeit gewinnt, weil durch die Butter wird es ja wieder ganz fest und auch der Frischkäse hilft dazu, geht das jetzt Ganze nochmal in den Kühlschrank, denn solange der Kuchen auf dem Backen, auf dem Gaskocher ist und der nachher auch noch abkühlt, ist das auch alles steif. Ich habe den Kuchen mittlerweile schon rausgeholt, der ist auch schon abgekühlt, sodass die Kuvertüre dann gleich auch schön drauf halten kann. Ich habe gerade erstmal was ist das überhaupt, ein Kuvertüre-Schmelzgerät, ich habe keine Ahnung, das ist fürs Wasserbad, ich weiß nicht, wie diese Dinger heißen, aus dem Wohnmobil geholt. Ich wusste gar nicht mehr, wo der war. Den habe ich nämlich sonst immer mit, eigentlich für dieses Netz, weil ich mache total gerne unterwegs Zitronenlimonade und da ist das nämlich toll. Ja, aber hier verwende ich den mal. Ich habe schon Wasser aufgesetzt für die Kuvertüre, damit wir die gleich schön drin schmelzen können. Denn unterwegs mache ich mir diese Arbeit natürlich auch nicht. Da habe ich nämlich was anderes. Wo habe ich es? Da hole ich mir so Tüten. Solche kleinen Tüten mit Kuchenglasur. Die sind für die Mikrowelle geeignet. Die braucht ihr nämlich nur im Wasserbad bzw. im warmen Wasser schmelzen lassen. Und dann könnt ihr die aufschneiden und so rüber machen. Für unterwegs super gut, auch ansonsten super gut. Weil ich finde die einfach praktisch. Ist klar, du hast da auch Müll drum, um die Kuvertüre, hier auch. Wenn jetzt jemand sagt, ja, Müll, habt ihr halt überall, ob Folie hier oder Folie hier. Aber für unterwegs sind diese wirklich Gold wert. Und jetzt packe ich hier schon mal ein bisschen Kuvertüre rein, damit die auch schmelzen kann.
Ich glaube, das reicht. Das lassen wir jetzt erstmal schmelzen, dann schauen wir mal, wie viel oder wie wenig das ist. Die Kuvertüre ist jetzt geschmolzen und ich möchte die Kuvertüre eigentlich nur so am Rand haben, weil das Topping kommt ja gleich noch drauf. Ihr könnt natürlich gerne die Kuvertüre komplett drüber machen. Das bleibt euch wirklich selber überlassen, wie ihr es haben möchtet. So, jetzt habe ich noch ein bisschen weiße Kuvertüre, die ich einfach nur am Rand so ein bisschen drüber streuen möchte. So, ja, unser Topping sieht auch ganz cool aus, hat auch eine schöne Konsistenz. Und das werde ich jetzt einfach nur hier drauf verteilen. Mehr mache ich gar nicht. Ihr könnt natürlich auch einen Spritzbeutel nehmen, aber das habe ich unterwegs nun mal nicht dabei. Ja, es gibt auch mal Sachen, die ich nicht dabei habe. Von daher nehme ich jetzt einfach nur 2 Löffel und packe das da drauf. Alter Falter. So. Das ist lecker. Und jetzt verteilt ihr einfach nur ein paar Böhnchen da drauf. So. Das ist unser Irish Cream Likör Kuchen aus dem Omnia Backofen. Den werden wir jetzt anschneiden. Der ist bestimmt mega lecker. Ja, das tun wir jetzt. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen, bei 4 Reifen ein Klo. Yeah! Ja. Oh, ich habe was mitgebracht. Kaffeekuchen. Wie cool ist das denn? Ich ein Espresso und du ein Latte Macchiato. Danke. Und der Kameramann muss füllen. Ja, aber den Kameramann erlösen wir jetzt mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh, der Kuchen ist so weich. Ja, also bei uns gibt es jetzt Kaffee und Kuchen. Ihr seht's, ihr seid ja nicht blind. Also, ich sage jetzt mal Tschüss. Ne? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, ist mal eine andere Idee. Vielleicht seid ihr davon begeistert, vielleicht nicht. Schreibt es in den Kommentaren. Da habt ihr die Möglichkeit, uns mitzuteilen, ob wir was verändern sollen, ob es gut war, ob wir sowas Ähnliches machen sollen, ob wir was anderes machen sollen und. Kommentare sind dafür da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und von daher sage ich jetzt erstmal Tschüss. Tschüss.